Aktuell ist der Trailer zum Film Warfare draußen und ich möchte mit euch mal ein bisschen reingucken, was wir da für Ausrüstung sehen. Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode nehmen wir mal ein paar Screenshots aus dem Film Trailer Warfare. Und zwar habe ich da ein paar rausgesucht, wo man schon das ein oder andere erkennen kann und gehen dem Ganzen mal so ein bisschen auf den Grund, ob das schon ganz gut passen könnte zu dem, was dann denn abgebildet werden soll. So, ich hatte erst das versucht zu machen, wenn der Trailer läuft und ich dann dazu was erzähle oder mal eine Pause mache. Aber es ging mir ein bisschen auf die Nerven, weil man auch nicht zoomen kann. Deswegen habe ich jetzt einfach mal aus dem Trailer mir ein paar Screenshots rausgenommen und dann gucken wir uns einfach mal, was wir da bisher so an Ausrüstung erkennen können und ob das vielleicht schon ganz gut passt oder wie auch immer. Ja, wie gesagt, Warfare, ich habe den Trailer gesehen. Der Trailer hat mich gleich gecatcht. Ich habe ihn noch gleich ein zweites Mal geguckt und da dann primär auf die Ausrüstung geachtet und war da schon sehr überrascht, was ich denn da so in diesen kurzen Sequenzen einfach schon sehen konnte. Wir haben jetzt hier die erste Sequenz. Dann wollen wir mal eben durchgehen. Wir sehen auf jeden Fall schon Peltor Gehörschutz. Ja, damals, wie gesagt, spielt im Irak 2006. Wurde auch gerade viel von den Navy SEALs MSA Sordin getragen, also die Baureihe quasi von TCI, von einem anderen Hersteller also. Ähm, genau, wir haben hier vorne eine U490 PTT. Ähm, weiß ich gar nicht, ob die so bei den SEALs so oft war. Ich kenne eher so das Modell von TEA, die Universal. Gucken wir aber mal. Ich glaube nämlich auch, dass ich die gesehen habe. Ansonsten, was ich super spannend fand, hier in den ersten Aufnahmen schon einfach nur im Hintergrund einmal erwähnt, hier sitzen zwei Marines, was genau deren Rolle ist. Ich bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Hospital Corpsmen sind, also medizinisches Personal, was mit den SEALs auch immer mal wieder unterwegs war, einfach als Sandtrupp quasi. Und dann haben wir hier vorne eben die Navy SEALs in UCP. Genau, das wurde halt relativ häufig gemacht, wenn die in Gebieten unterwegs waren, wo primär die Army zuständig war, um eben so ein bisschen Blend-in mit den Hauptkräften. Es wurden auch mal andere Uniformen getragen, hatten wir auch schon bei anderen Referenzfotos. Was ich hier noch ganz spannend finde, auf jeden Fall schon mal, dass wir die Tasche hier vorne, die wir sehen, sieht schon sehr nach Eagle Industries aus. Ähm, hier in der Mitte ist so 'n Tool-Pouch. Das hat mir jetzt erstmal gar nichts gesagt. Da bin ich aber mega gespannt drauf, wie das genau hier verläuft, wenn der Film dann draußen ist. Aber was ich euch hier noch zeigen wollte, waren auf jeden Fall hier die Mechanics-Handschuhe. Damals halt auch schon super populär gewesen in sämtlichen Ausführungen. Trägt der Kamerad hier vorne auch. Und eben hier dieses schwarze Wristband. Die stammen eigentlich aus dem Sport, aus dem Football. Und wir haben hier oben, ähnlich halt wie sonst, was es heutzutage gibt, diese Armbänder, die ausklappbar sind, wo dann halt Karten etc. Drin sind. Das wurde damals halt improvisiert, eben mit diesen sogenannten Playbooks, wo normalerweise Spielzüge etc. drauf sind. Hier dann eben Koordinaten, Frequenzen, Kartenausschnitte, Bilder etc. wurden da einfach eingeschoben und ja. Früher wurden die oft auch benutzt von Sportherstellern, eben wie dieses Modell gab es jedenfalls damals von Under Armour, gibt es glaube ich immer noch. In der ganz frühen Ausführung ist das so aus so 'nem Frottee-Material wie ein Handtuch, später dann aus dem synthetischen Material, wie auch die Sportbekleidung, hergestellt wurde. Und so konnten dann eben hier diese Daten dann am Arm getragen und genommen werden, ne? Hier oben sehen wir schon noch 'n, Tourniquet, genau. Und ansonsten, viel im Hintergrund, aber wir gucken mal weiter. So, hier macht ein Navy SEAL gerade Push-ups, Liegestütze. Hier, der hat auch dieses Playbook am Arm und hier vorne sehen wir schon eine Schutzweste, 'n Bulk Carrier, also die auch viel Schutz an der Seite bietet. Ich habe jetzt nicht, also weil ich auch im Trailer nicht noch mal was davon gesehen habe, habe ich jetzt noch nicht super recherchiert. Der Punkt wird dann kommen, wenn es soweit ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, auch gerade bei den Magazintaschen hier, die hier verbaut sind, weil das so ein bisschen nach Allied Industries MBSS-Serie aussieht. Gerade auch dieser Admin Pouch in grün, vielleicht vom grünen Modell. Die Schutzweste hier, ja, die Eagle Industries Mars Series, also die maritime Series, die ist in der Seite eigentlich anders, weil die da geschlossen wird. Und hier sieht es so ziemlich nach Front Flap aus. Also vielleicht
Die Land-Version, glaube ich auch nicht, weil die nur so einen kleinen Flap in der Mitte hat. Vielleicht eine RBAV, ähm, vielleicht auch ein Paraclad-Modell. Also ja, wird sich dann zeigen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Was wir aber sehen, ist wie gesagt hier dieses Admin Pouch könnte durchaus von Allied Industries sein, aus dem MBSS-Satz. Die Magazintaschen vielleicht auch. Werden wir uns dann mal angucken. Ähm, Hier ist der TEA PTT mit einem In-Ear-Gehörschutz, In-Ear-Gehörschutz, In-Ear, ja auch Gehörschutz und Funksystem. Rucksack, ja, sieht man noch nicht so viel von. Ähm, äh, Bin ich mal gespannt, was da kommt. Hier haben wir den Maschinengewehrschützen oder einen der Maschinengewehrschützen und der trägt, jetzt kann ich nämlich zoomen. Oh Gott, ich liebe es. Das ging beim Trailer so gucken nicht. Auch hier die gleiche PTT quasi, hier auch wieder, sagen wir, der Eagle Industries. Vielleicht ist es Eagle Industries oder nur ein Lookalike. M-Bitter Pouch, das hier zugemacht wurde. Keine Ahnung, da fehlt auf jeden Fall der Clip. Aber was wir sehen, hier drüben die SAW-Tasche, also für das Squad Automatic Weapon, eben für Maschinengewehrmunition. Und hier der Eagle Industries H-Harness, den die Gunner, die Maschinengewehrschützen damals eben viel getragen haben. Hier sehr schön schwarze Plastikverschlüsse, eben wie beim MLCS-Satz, also dem Maritime Load Carriage System, was die SEALs damals bekommen haben. Eigentlich müsste dann hier auch dieser M-Bitter-Verschluss schwarz sein. Gab es auch zu späten Zeiten bei den SEALs in Tann, wäre auch durchaus möglich. Ne? Ja, Tourniquet hier, Headset. Ich weiß nicht, ob es ein Swimmer-Headset andeuten soll, weil das Kopfband relativ ähnlich ist. Ist ein Bowman, oder sehr wahrscheinlich jetzt ein Bowman. Optisch auf jeden Fall. Wäre aber auch durchaus möglich, weil die Marines damals Bowman genutzt haben, das irgendwie so mal da im Einsatz war. Ich würde jetzt sagen, gut, die Tasche hier vorne, wüsste ich jetzt erstmal nicht genau, was es ist, aber was wir noch sehen, sehr schön schwarzer Duty Belt mit einem Multitool-Pouch, brauner Hosengürtel. Wenn das jetzt noch das Bianchi-Modell wäre mit dem Fancy Stitches drauf, das wurde damals tatsächlich so getragen, wäre es natürlich auch nochmal eine geile Sache, aber auch sowas kommt durchaus vor. Ja, so viel erstmal zum Maschinengewehrschützen. Hier haben wir die beiden Marines. Hier sieht man ganz schön, dass hier die OTV getragen wird, OTV. Ähm, Ganz normal die Schutzweste damals der Marines. Auch ein sehr schönes Detail, dass das so umgesetzt wurde. Ich glaube auch hier wird Mechanics getragen. Sieht jedenfalls so aus. Und eben Marine Marpat Uniform. Äh, ja, hier ist der Tourniquet. Der ist auf jeden Fall bis 2017 zu verwenden. Also ob das zeitlich dann so hinkommt oder hergestellt, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht immer, was draufsteht. Ob das Ablaufdatum draufsteht oder einfach nur das Herstellungsdatum. Ich glaube, Herstellungsdatum vielleicht sogar. Wäre es ja noch unwahrscheinlicher. Wer es weiß, wer noch mal ganz genau weiß, wie die Datierung bei diesen Tourniquets ist, gerne mal reinschreiben. Aber ich glaube immer die Produktion. Ja, hier haben wir einen Scharfschützen von den Ziels, der nämlich hier auch dieses In-Ear-System trägt. Und hier sehen wir die Schultergurte, genauso wie bei ihm hier von der Packer Low-Vis Body Armor. Damals die Unterziehschutzweste der Navy Seals, die da mega verbreitet war. Hier nochmal den Maschinengewehrschützen, fand ich nämlich ganz cool. Hier sehen wir die PDT nochmal ein bisschen genauer. Und eben hier ein super geiles Detail, dass hier einfach an dem Schultertragegurt Karabiner eingehakt wurde, wo denn der Tragebügel vom Maschinengewehr eingehängt werden konnte, um das Ganze eben einmal bequem zu tragen, direkt an der Ausrüstung. Sieht man hier auf Referenzfotos, habe ich auch selber mal mit einem Maschinengewehr gemacht, um das mal zu testen. War wirklich geil, wenn man mal ein bisschen stand und nicht immer die ganze Zeit das Gewicht über den Trageriemen auf der Schulter haben wollte. Ja, Mechanics, wie schon gesagt, hier sehen wir sehr schön noch den Schlauch vom Camelback. Hier auch der Camelback-Verschluss und eben nochmal das Schwarze. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt vom Verschluss, ob das wirklich dann nachher ein Originalsystem ist, was da genommen wurde. Ja, hier nochmal die Packer-Schutzweste mit ein bisschen mehr Seitenansicht, oben das Klett, die Gurte und ja, ansonsten war hier auch nichts mehr. Aber passt gut. Die Gardinen passen gut zu UCP auf jeden Fall. Haben wir mal wieder was gefunden, wo es super funktioniert. Ja, hier die Seals, als sie rausstürmen. Und auch jetzt bin ich wieder sehr froh, hier so ein bisschen zoomen zu können. Wir sehen ja, verschiedene Systeme im Einsatz. Hier auch der MiG 2000 Helm, den hier alle tragen, auch damals das gängige Ding. Aber hier schöne Details. Schwarzes Klett, Tarnklett,
ganz oft, äh, das ist einfach damals so das Ding, ne? Also, da wurde diese ganzen Klettsachen, mit an den Helm geballert in, wie gesagt, schwarz, Tarn, wie auch immer. Mega schönes Detail. Wir sehen die, Holster und hier eben den, Three Color Desert Camelback auf dem Rücken. Hier sehen wir schon eine Kopflampe montiert, MS-2000. Hier schön, dass am normalen Duty Belt eben auch Halstaschen getragen werden. Das ist auch so damals so super typisch. Hier sehen wir hinten die Rückenansicht von der Eagle Rhodesian Recon Vest. Also ich sage jetzt erstmal Eagle, weil es müsste ein Eagle-Modell sein zur damaligen Zeit. Was sie jetzt für den Film genommen haben, kann ich jetzt noch nicht im genau sagen, noch nicht im Detail sagen. Ne? Genau. Der hat auch ein MS-2000 drauf. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Genau. Ja, hier haben wir einen irakischen Soldaten, supergeil. Six Color Desert, Woodland, OTV-Weste, AK, AK-Trageriemen und einen angemalten Passguard-Helm. Absolut top. Also besser, besser geht's fast gar nicht, ne? Hier die Wolle-Schutzbrille, das alte Modell, schön im Einsatz. Hier auch, wie es so oft gemacht wurde, der Strap abgeschnitten und eben mit Klett hier an die Klettverbindung vom Helm angebracht, um dann eben nur runterzuziehen und man hat es vorm Auge. Ja, hier die Schutzbrille oben am Helm. Hier sehen wir, sieht sehr nach Score VHS Mount aus oder Shroud aus. Die ist rein theoretisch, meine ich, verkehrt zur damaligen Zeit. Ich glaube nicht, dass die 2006 schon vertreten war. Es müsste halt das von der Firma Norotos, ich weiß nicht, ob es so spricht, kann mich gerne jemand korrigieren, die Three-Hole-Mount sein. Die sehen wir aber noch, habe ich im Trailer gesehen, auf jeden Fall auf einem anderen Helm. Hier sehen wir halt nochmal das Playbook. Hier die Rhodesian Recon West, sehr wahrscheinlich einfach nur mit dem kleinen, mit der BIB, dieser Brustplatte, die einfach nur eingeklappt ist. Äh, Eagle-Style M60 Magazintasche, M-Bitter-Tasche, normalen Doppel M4 Magazintaschen. Ja, Rucksack jetzt, keine Ahnung. Hier sehen wir noch eine, ja, sehr wahrscheinlich Petzl, aber ich glaube, ein neues Modell. Das Modell gab es zu der damaligen Zeit, glaube ich, eigentlich noch nicht. Ja, hier nochmal die Helme und hier sehen wir nämlich nochmal die Mount, die viel genutzt wurde und hier eben die Originale. Der Schauspieler hier ist auch, glaube ich, der Soldat, der vom Regisseur oder wer auch immer, der ehemalige Navy SEAL, der seine Finger im Spiel hat quasi. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass der hier seine originale oder Teile seiner originalen Ausrüstung benutzt. Ja, hier nochmal schön die Eagle-Style Magazin, M60 Magazintasche. Hier vorne Doppelpistolenmagazintasche. Hier, wie das so läuft, auch da, es geht nicht super weit von der Seite rüber. Vielleicht ist das sogar ein MBSS Plate Carrier, würde auch halt auch super zu der damaligen Zeit passen. Ähm, genau, da gucken wir dann gleich nochmal weiter. So, hier nochmal die Seitenansicht von dem Soldaten, den ich gerade gezeigt habe. Sehen wir auch, nämlich die Helmfarbe ist nämlich nochmal ein bisschen anders. Hier vorne eine Kopflampe an dem Klett angebracht. Auch das wurde früher gemacht. Auch hier zum Beispiel mit dem Kopfband, dass es abgeschnitten wurde. Ein Teil wurde hier unter der Schraube befestigt, das andere unter der Schraube von der Nachtsichtgeräthalterung am Helm. Ja, auch hier wieder mit Klett angebracht, die Staubschutzbrille und wir sehen hier einen M79 Granatwerfer mit einem 40 Millimeter Belt, der da dran ist. Welches Modell das jetzt ist, mit den Knöpfen kenne ich auf jeden Fall von London Bridge Trading und von Blackhawk. Bin ich mal gespannt, ob wir das noch irgendwie sehen oder ein bisschen mehr im Detail sehen. Aber auch das passt super. Ja, hier nochmal die Vorderansicht. Hier sehen wir nochmal die Mount ein bisschen schöner und hier eben nochmal die äh, Kopflampe, die hier angebracht wurde. Weiß nicht, sonst auch Tourniquet normal. Ja. Hier diese angesprochene Brustplatte von der Rhodesian Recon West sehen wir hier angebracht an den Schultergurten von der Rhodesian Recon West. Passt halt, ähm, halt auch super, ne? Super oft genutzt damals. Wird auch der Soldat hier tragen. Hier zwei, die gerade über die Straße gehen. Wie gesagt, super cool, dass hier Halstaschen am Belt getragen werden. Der hier trägt auch eine Rhodesian Recon Vest. Knicklichter dran, Tape dran. Auch das ist super üblich. Auch ein sehr schönes, kleines, nettes Detail ist eben hier.
der Patch vom Bundesstaat, was wir auch in anderen Filmen schon mal gesehen haben, dass sowas hier wieder aufgegriffen wird. Ja, beide auf dem Dach. Hier sehen wir einmal die Kopflampe mit dem normalen ähm, Band. Was ich hier nochmal zeigen wollte, hier sieht man nochmal ganz schön die Rhodesian Recon Vest in der Seitenaufnahme, wie die hier schön weit rumgeht. Das hier sieht ein bisschen, könnte ein Tactical Tailor Tasche sein, oder Blackhawk. Bin ich mal gespannt. Sieht farblich auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Und hier sehen wir dann das Pistolenholster Safariland für dann wahrscheinlich eine P226 mit Licht. Dahinter Eagle Industries Handgranatentasche. Das ist schon echt von den Details für 'n Film einfach ultra stark. Also, ganz lange nicht mehr so was gesehen auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, ähm, ja, hier sind wir noch mal im Detail die Camelback-Hülle. Gab's natürlich verschiedene Versionen, die genutzt wurden. Hier haben sie immer die genommen. Sieht halt ein bisschen leer aus. Gut, kann natürlich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt das im Film jetzt ist, aber, ja. Hier haben wir einen von den Marines, vielleicht ja ein Corpsman. Ich weiß gar nicht, was der hier sonst so trägt, sieht man gar nicht so genau, aber hier auch wieder OT, wie das passt und der Helm. Man sieht leider die Verglüsse nicht, aber es ist zumindest schon mal der richtige Helmbezug drauf. Ob das jetzt ein Lightweight-Helmet ist oder nicht. Die Mount und so passt auch wieder sehr schön. Da bin ich mal gespannt dann. Ja, hier die Dudes vorm Gebäude. Was haben wir hier noch Schönes? Und zwar habe ich hier noch den Rucksack. Zur damaligen Zeit gab es das Modell, glaube ich, auch noch nicht. Ist von 511. Entweder heißt der Raid oder Rush. Und das ist aber das Modell für 72 Stunden. Ist der größere. Ja, hier drüben sieht man jetzt auf jeden Fall nicht so sonderlich gut. Ähm, Schön ist, dass hier nochmal die ja, Mark 18 wahrscheinlich die kurze Version aus dieser M4-Reihe zu sehen ist. Ich meine auch, dass die damals standardmäßig fast nur die hatten. Hier sehen wir halt nochmal eine normale. Genau. Aber ansonsten haben wir vieles von den Sachen, die wir hier sehen, schon angesprochen. Ja, das war auch erstmal schon das letzte Bild zu dieser Reihe. Ich glaube, jetzt habe ich die meisten Soldaten eben einmal durch. Das war jetzt so das, was man im Trailer sehen konnte. Und es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Bin ich ganz ehrlich, ich freue mich schon mega auf den Film, auf die Ausrüstung, die da so zu sehen ist, auf die ganzen Details. Und wenn der Film draußen ist, werde ich auf jeden Fall noch mal ein paar mehr Szenen dann irgendwann mit reinnehmen und dann werden wir noch mal gucken und vielleicht auch dann noch mal ein Video machen, was ich ja eigentlich vorhatte, 'n Gear-Reference-Reihen-Video zu den Original Seals. Das ist auf meiner Liste für Anfang nächsten Jahres. Hatte wirklich tatsächlich nichts mit dem Film zu tun. Ich habe den Trailer gestern Abend gesehen und, war irgendwie überrascht. Und ich hatte auch letztens unter 'nen, Post beim Steinmaler gesehen, dass er auch schon gesagt hat, ja, UCP, ähm, kommt wieder und auch ich hatte so langsam das Gefühl ich habe bisher auch noch nichts mit UCP, meine ich, als Video gemacht. Ausrüstungsgegenstände habe ich auch nicht wirklich viel, aber, wird auf jeden Fall dann auch bald kommen. Ja, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald.